Hola, schön, dass wir euch in diesem Video dabei haben dürfen. Seit dem letzten Video ist ja einiges passiert und ich muss sagen, wir sind immer noch dabei, das zu verarbeiten. Also alles das, was die letzten Wochen, die letzten Jahre so bei uns los war, was wir erleben durften, damit werden wir uns sicher noch länger auseinandersetzen. Aber wir wollen euch auf jeden Fall auch ein Update geben hier aus Europa. Wir sind nämlich schon in Europa angekommen und konkret sind wir hier am Hafen, an einem so Industriehafen, an dem für uns sehr vieles angefangen hat, denn hier haben wir unseren Jimmy angefangen auszubauen für die Panamericana. Taxi! Juhu! Eigentlich schon witzig, wieder hier zu sein, an dem Ort, wo alles begann. Hier haben wir Jimmy ausgebaut. Hier mussten wir jedes Mal alles aus dem Van rausnehmen, arbeiten, wieder einladen. Strom hatten wir zum Glück hier von den Anlegestellen. Aber trotzdem, also dass wir diesen Willen hatten, diesen Traum, die Panamericana zu befahren, zeigt wieder, man braucht nicht viel, man braucht keine Halle, man braucht keine Werkstatt. Man muss einfach nur genug entschlossen sein, um dann halt sich seinen Traum zu erfüllen. Und ja, wieder hier zu sein, hier den Ort zu sehen und auch zu sehen, wie sich so vieles verändert hat, ist schon verrückt. Eigentlich sollte der Van ja auch schon hier sein, aber wir haben ja offensichtlich einfach kein Glück mit Verschiffungen. Auch diesmal ist es wieder ein bisschen chaotisch. Wir geben euch auf jeden Fall auch noch mehr Details zum aktuellen Stand und wir wollen euch ja auch ein bisschen davon erzählen, was unsere Zukunftspläne sind. Denn wir sind ja nur kurz hier in Prag. Es ist eher ein Zwischenstopp, wo wir auch einfach Formalitäten klären wollen. Wir haben uns wieder bei der Versicherung angemeldet. So all die Dinge, die halt anfallen, administrativ vor allem auch, wenn man so lange unterwegs und aus dem Land war. Dazu nutzen wir jetzt wenigstens die Zeit, bis der Van kommt. Wir haben auch den Synchro schon abgeholt. Da haben wir auch einiges an Plänen. Der braucht auch TÜV, genauso wie der Sprinter, ja, wenn er dann zurückkommt. Aber ich muss auch sagen, diese 2 Wochen, die wir jetzt uns so eine Auszeit genommen haben seit unserer Ankunft, das hat schon gut getan, weil emotional war das ja doch eine ganz schöne Achterbahnfahrt die letzten Wochen. Und es hat uns, glaube ich, schon ein bisschen geholfen, die Gedanken zu sortieren und da in diesem ganzen Prozess, um das zu verarbeiten. Wir möchten uns auf jeden Fall auch ganz herzlich bei euch bedanken für die lieben Nachrichten, die ihr uns, also eigentlich ja immer schickt, aber besonders bei den letzten 2 Videos. Also es hat uns wirklich berührt, wie ihr unsere Reise so miterlebt habt und auch so das Ende mitgefühlt habt. Ich hatte schon manchmal auch feuchte Augen, also es war richtig, richtig schön, eure Nachrichten zu lesen. Es war sehr emotional auch für uns. Und wenn wir es schon von Feedback und eure Nachrichten haben, ihr habt uns ja auch zum Kaffee richtig tolles Feedback geschickt. Das hatten wir so gar nicht erwartet, dass das so viel Anklang finden würde. Also dazu auf jeden Fall so viel. Wir können jetzt noch nichts ganz Konkretes sagen, aber wir sind da fleißig dran. Wir haben auch schon Partner in der engeren Auswahl, also wahrscheinlich kommt da bald was. Wir müssen natürlich alles noch finalisieren. Und ja, einfach die letzten Dinge noch klären, aber da sind wir auf jeden Fall sehr motiviert. Und sobald der Van zurück ist, haben wir ja auch wieder die Sachen aus Ecuador hier. Und dann wollen wir die auf jeden Fall auch möglichst schnell in den Shop bringen für euch. Ich finde ja Prag eine richtig coole Stadt. Wir haben hier auch fast 6 Jahre gelebt. Aber eine Sache wissen wir, also Prag wird auf jeden Fall nicht unsere Base sein, wo wir in Zukunft leben wollen. Denn ich spreche kein Tschechisch und wir haben uns vorgenommen, dass wir in dem Land, wo wir leben, auf jeden Fall beide die Sprache können. Also obwohl wir die Stadt richtig lieben,
wird es leider nicht Prag sein. Was wir auch gemerkt haben an all den Orten, wo wir schon gelebt haben oder auch wo wir unterwegs waren, dass es uns einfach richtig viel gibt, wenn wir am Wasser sind. Sei es ein Fluss oder ein See oder auch das Meer. Sobald Wasser in der Nähe ist, hat das einfach so eine ganz andere Atmosphäre und Stimmung. Das wollen wir auf jeden Fall versuchen für uns zu finden. Und ja, deswegen lieben wir auch diesen Ort hier. Wir sind hier auf so einer kleinen Insel in der Moldau. Hier waren wir auch früher sehr gerne, sehr oft. Also erstes Mal, Baxi liebt es hier, aber man kann hier auch grillen. Jetzt gibt es mittlerweile auch so Kiosks, wo man sich vielleicht ein Feierabendbier holen kann oder eine Limo. Und es ist so gemütlich. Hier liegen die Leute im Gras, eine richtig gute Stimmung und eigentlich wirklich so eine grüne Oase in der Stadt. Gerade auch im Frühling kommt ja so ein Ort wie dieser hier viel mehr zur Geltung. Und es war auch ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir jetzt zum Beispiel nicht in den Winter reinkommen, wo alles noch so grau und kalt ist, sondern wir eben diese Aufbruchstimmung vom Frühling auch mitnehmen können. Obwohl es ja teilweise schon frisch ist, aber gerade wenn die Sonne so scheint und langsam das Grün sprießt, da ist ja auch sowas wie dieser Wintermantel schon fast zu warm. Und was ja mit dem Frühling auch kommt, ist die Sneaker-Saison. Ich habe heute meine weißen Merino Runners von Gieswein und für mich sind sie die perfekte Kombination aus sportlich, aber gleichzeitig eben auch elegant. Ich kann damit sehr gut durch die Stadt schlendern, aber gleichzeitig geht es eben auch gut auf so kleinen Pfaden wie hier auf dieser Insel im Grünen. Und besonders wichtig, die Wolle bei Gieswein ist mulesingfrei. Gieswein arbeitet mit ausgewählten Bauern direkt zusammen, um so höchste Tierwohlstandards zu erfüllen. Und das gibt auch mir ein gutes Gefühl. Roberto ist heute ein bisschen sportlicher unterwegs. Er trägt den Woolpeak von Gieswein, was eigentlich ein Laufschuh mit extra leichter Federung ist. Aber ich finde, den kann man trotzdem auch sehr gut im Alltag tragen. Und was beide unsere Schuhe besonders macht, man kann sie einfach bei 30 Grad in der Maschine waschen. Das kann auch nicht jeder Schuh ab. Und alle Merino-Schuhe von Gieswein regulieren die Temperatur perfekt und man kann sie auch barfuß tragen, ohne dass man Stinkefüße bekommt. Wenn auch ihr Lust habt auf die Sneaker-Saison und euren Füßen was Gutes tun wollt, mit dem Code CHIRPI20 bekommt ihr bis Ende Mai 20% Rabatt auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Schaut also sehr gerne vorbei, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Heute sind wir in Letna, in einem unserer Lieblingsparks von Prag. Man sieht es auch schon ein bisschen, also gerade im Frühling ist es einfach ein Traum. Der goldene Regen, die Blumenbeete, auch die Bäume, die blühen. Es ist so eine wunderschöne Stimmung. Und heute ist es so ein Frühlingstag, dass wir sogar die Jacken und Mäntel zu Hause gelassen haben, weil es einfach so warm ist. Eine richtig schöne Stimmung auch hier. Und wir saugen das gerade so richtig auf, denn auf der Reise hatten wir ja fast immer nur Herbst. Ich weiß nicht, wir sind so immer ein bisschen so den Jahreszeiten nachgefahren oder davor geflüchtet vor dem Winter. Und wir hatten so lange keinen Frühling mehr. Das feiern wir jetzt umso mehr. In den letzten Jahren haben wir ja so viel unterwegs erlebt und ihr wisst, es ging uns auch nie darum, einfach Dinge abzuhaken. Wir haben auch erst gegen Ende der Reise nachgezählt, wie viele Länder wir überhaupt gesehen haben. 17 Stück waren es, aber es ging uns nie um die Zahlen. Die schönsten Erlebnisse für uns waren ja viel eher auch nicht an den Highlights, sondern an den unbekannteren Orten, an den Orten, an die wir teilweise auch zufällig gekommen sind. Also ich denke da zum Beispiel an die Puna-Ebene in Argentinien, wo wir auch länger waren, als wir dachten ursprünglich. Oder auch die Küste Michoacans, das Hochland Mexikos, wo ja diese Orte für uns so besonders waren, die Erlebnisse da, aber man muss auch sagen, da waren es auch immer mit die Begegnungen. Also seien es jetzt die Gespräche mit den Locals, wo wir so viel über die lokale Kultur lernen konnten, aber auch zum Beispiel die Zeit mit anderen Reisenden. Diese reisende Community, das ist schon was ganz Besonderes und teilweise haben sich auch sehr tiefe Freundschaften für uns da entwickelt. War ja nicht so, dass wir nur
über die Länder, über die Orte was kennengelernt haben, sondern auch über uns selbst, über unsere Beziehung. Also wir hatten auch unsere weniger starke Momente, wo es auch zwischen uns schwierig war. Aber nichtsdestotrotz, also während diesen Jahren, wo wir 24/7 zusammen im Van waren, haben wir auch gelernt, zusammen umzugehen, zusammen Herausforderungen zu meistern. Und ich würde sagen, das hat uns auf jeden Fall zusammengeschweißt. Und wir sind auf jeden Fall jetzt auch ein viel besseres Team, als wir das noch vor der Reise waren. Gerade weil wir jetzt auch so lange weg waren und auch weg von dieser quasi klassischen Schiene, die man normalerweise fährt, die wir davor ja auch gefahren sind, fragen wir uns schon manchmal, ob wir mit dem, was wir tun, eigentlich auch genug machen, ob das den Ansprüchen genügt, also unseren Ansprüchen, aber auch den gesellschaftlichen Ansprüchen. Davor ist man ja auch nicht komplett befreit, sich das zu fragen. Und die Gesellschaft definiert Erfolg ja schon auch viel durch Kennzahlen oder so Performance. Wie viel kann man sich leisten? Was für einen Wohlstand kann man sich erlauben? Und wir haben in der letzten Zeit aber unsere Definition von Wohlstand etwas angepasst. Denn für uns heißt Wohlstand nicht nur, dass man sich teure Sachen leisten kann, sondern dass man sich auch die Freiheit leisten kann, wie wir sie haben. Also die letzten Jahre hatten wir so viel Freiheit, so viel Selbstbestimmung. Das hat für uns auf jeden Fall auch einen sehr großen Wert. Und nachdem wir ja nur für 2 Jahre gespart haben, uns aber diese ganze Zeit über die laufenden Kosten finanzieren konnten, ist das für uns auf jeden Fall auch Erfolg. Also dass wir da das alleine so hinkriegen, wobei alleine ist ja schon vielleicht nicht ganz das richtige Wort, denn ohne euch würde das ja gar nicht gehen. Also ihr, die fleißig unsere Videos schaut, uns auf der Reise begleitet habt und auch weiterhin hoffentlich begleitet, großes Dankeschön, ohne euch wäre das nicht möglich. Allgemein bringt natürlich so eine Reise auch Herausforderungen mit sich. Also ich muss sagen, ich glaube, autotechnisch hatten wir relativ viel Glück. Wir haben letztens mal nachgesehen, wir waren echt häufig in der Werkstatt, aber das meiste war mehr oder weniger geplant. Die meisten Probleme haben sich im Voraus angekündigt und wir konnten sie rechtzeitig beheben. Und insofern hatten wir viele Werkstattaufenthalte, aber ich glaube, es war einmal, dass wir abgeschleppt wurden und 3-mal, dass wir uns festgefahren haben. Und ich glaube, das ist auf so einer Reise eigentlich eine sehr gute Quote. Viel intensiver war zum Beispiel jetzt, waren die Straßenblockaden in Bolivien. Die waren schon ziemlich heftig für uns. Und einmal, also klar, Roberto hat sich ein paar Mal den Magen verdorben, aber einmal, das war zwischen El Salvador und Honduras, wo wir uns irgendwas eingefangen haben, ein paar Bakterien. Da waren wir krank, mussten auch ins Krankenhaus und durften so auch das Gesundheitssystem von Honduras testen, wo wir positiv überrascht waren. Aber das war natürlich in dem Moment auch nicht so schön. Ja, aber allgemein natürlich auch die Grenzen, die immer wieder Thema sind, wo es jedes Mal ein bisschen anders ist, wo man manchmal wirklich so komplett easy Grenzübergänge hat, wo alles locker ist und entspannt und dann wieder andere, wo man sich viel vorbereiten muss, wo man nie weiß, was auf einen zukommt, wo vielleicht auch mal der Wagen kontrolliert wird und gefilzt, was natürlich nicht so angenehm ist. Ich glaube, was so dieser gemeinsame Nenner ist ein bisschen bei den Herausforderungen ist, dass es halt keine richtige Konstante gibt auf dieser Reise. Man muss sich immer wieder neu anpassen. Fast jeder Tag ist anders als der vorherige. Man hat nicht diese klassischen Alltagsroutinen, die einem auch ein bisschen so diese Stabilität geben. Und das fällt auf so einer Reise halt schon weitestgehend weg. Und dann braucht der Alltag auch viel mehr Zeit. Also einfach so diese normalen alltäglichen Dinge, da muss man einfach viel mehr Aufwand und Zeit auch investieren.
Und bei uns kommt natürlich auch noch neben dem Reisen an sich mit Routenplanung und Alltag und allem auch noch das Arbeiten dazu. Wir sind froh, dass wir das so machen konnten, denn so konnten wir uns überhaupt erlauben, so lange unterwegs zu sein und auch weiterhin unterwegs zu sein. Aber natürlich verändert das die Reise schon, wenn man reist und arbeitet gleichzeitig. Und jede Herausforderung gibt ja die Möglichkeit, was Neues zu lernen. Und ich würde sagen, wir haben auf dieser Reise sehr vieles gelernt. Jetzt abgesehen von den Ländern und von der Kultur und von den Menschen. Wir haben einfach zum Beispiel Surfen gelernt, also etwas, was wir schon immer machen wollten und ja, wir lieben es jetzt. Aber auch Jessie hat einfach eine neue Sprache gelernt, sie hat Spanisch gelernt, spricht jetzt fließend Spanisch. Naja. Doch. Ich komme klar. Nee. Und das ist schon mehr, als ich erwartet hätte. Und auch sonst halt einfach, wie wir mit den Situationen umgehen, dass wir halt einfach, also ich zumindest bin sehr viel ruhiger in gewissen Situationen. Ich lasse mich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Das war ja früher komplett anders. Ja, man lernt auch irgendwie, ich glaube, man wird ein bisschen selbstbewusster bei der Lösungsfindung. Denn auf so einer Reise hat man immer wieder Probleme und man lernt eben auch, dass man immer wieder improvisiert und wenn man flexibel ist, auch eine Lösung findet zu jedem Problem. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Learning, dass man auch so ein bisschen mehr Vertrauen in sich selbst bekommt. Schon schmeißen. Und da war ja noch das Thema Verschiffung, denn eigentlich hätten wir vor einer Woche Jimmy am Bremerhaven abholen sollen, aber leider gab es da Verzögerungen. Ich habe so das Gefühl, jedes Mal, wenn wir verschiffen, läuft irgendwas schief, denn nachdem wir den Van abgegeben hatten und das Fahrzeug aufs Schiff verladen wurde, haben wir nach etwa einer Woche die Meldung bekommen, dass das Fahrzeug auf Jamaika abgeladen wurde. Wieso auch immer, das war auch gar nicht so geplant. Und da hieß es, wir müssen auf ein neues Schiff warten und das hätte noch mal 6 Wochen gedauert. Das heißt, Anfang Mitte Mai wäre das Fahrzeug erst angekommen. Und das war so komisch, denn wir haben gar keine Informationen davor bekommen. Und dann, ein paar Tage später, hieß es dann wieder, hey nein, das Fahrzeug wurde wieder aufs alte Schiff aufgeladen und ist jetzt auf dem Weg. Das heißt, wenn wir Glück haben, kommt das Schiff nächste Woche an und wir können Jimmy abholen. Kleines Detail aber noch, der Van kommt jetzt nicht in Bremerhaven an, sondern in Antwerpen. Aber okay, Hauptsache er kommt. Ja, wirklich. Ja, und sobald er da ist, schenken wir ihm noch das bisschen Liebe, das ihm noch fehlt. Denn er hat bisher von außen Makeover bekommen, aber auch drinnen braucht er mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, und wir müssen auch durch den TÜV noch durch. Ja, muss auch alles gemacht werden. Genau, und das heißt, er ist auch eine Zeit lang beim Mechaniker in der Werkstatt, aber wir haben keine Lust mehr auf Warten und fahren einfach trotzdem los. Der Sprinter bleibt hier und wir fahren mit dem T3 für, ja, wir wissen noch nicht ganz genau wie lang, aber für 1, 2, 3 Wochen. Ja, mal schauen. Fahren wir nach Österreich. Da gibt es jetzt so viele schöne Ecken. Wir treffen uns wahrscheinlich auch mit Freunden und darauf freuen wir uns schon. Ja. Ist irgendwie schon lustig, dass wir sind jetzt noch gar nicht so lange hier, aber es zieht uns schon wieder los. Ich hatte das so früh gar nicht erwartet, aber ich finde es umso schöner. Ja, aber danach kommen wir auch nochmal zurück, holen Jimmy ab und dann soll es eigentlich für uns schon wieder Richtung Spanien, Frankreich gehen. Ja. Denn da wollen wir so ein paar Orte auskundschaften. Genau, wir sind ja dieses Jahr auf Mission, das haben wir euch ja schon erzählt. Aber wir haben noch ein weiteres To-Do dieses Jahr. Wir haben euch gesagt, es wird nicht langweilig, denn wir wollen ja auch endlich den T3 restaurieren. Wir wollen das dieses Jahr endlich richtig starten. Das wird wahrscheinlich ab Herbst der Fall sein. Ja. Also es gibt auf jeden Fall viel, das auf uns wartet dieses Jahr. Also wenn ich überlege, was wir vor der Reise alles an Nachrichten erhalten haben, wie oft wir gelesen haben, dass wir das falsche Fahrzeug haben, dass wir unqualifiziert sind, dass wir ja nicht mal ein Schweißgerät dabei haben und
auch während der Reise mussten wir uns ja ein paar Mal sowas anhören. Und ja, wir sind vielleicht ein bisschen naiv in diese Sache rein. Aber genau das ist ja das Schöne, dass man über sich hinauswachsen kann, dass man Neues lernen kann. Und genau darauf sind wir auch ein bisschen stolz, muss ich schon ehrlich sagen. Also wir finden, wir haben echt was erreicht. Es war eine wundervolle Zeit und es gibt uns auch die Zuversicht, um eben weiterzumachen. Und ich finde, damit haben wir auch schon was erreicht. Ich würde sagen, wir sollten nicht nur ein bisschen stolz auf uns sein, sondern richtig stolz, denn wir waren 5 Jahre unterwegs. Wir haben so vieles erlebt und so vieles gesehen. Also ja, für viele bleibt es und ist es nur ein Traum. Wir haben uns diesen Traum verwirklicht. Ja, und wir haben ihn uns auch hart erarbeitet und der Traum geht ja auch noch weiter. Ja, aber für uns geht es jetzt erstmal nach Hause, denn ich spüre schon langsam den Frühling. Ich merke, meine Augen brennen, meine Nase geht langsam zu. Ja, die ein bisschen unschöneren Seiten vom Frühling, für mich zumindest. Ja, vergesst aber unbedingt nicht bei Gieswein vorbeizuschauen, einem österreichischen Familienunternehmen mit Fokus auf Tradition und Qualität. Und mit dem Code GIRPI20 erhaltet ihr auch bis Ende Mai 20% Rabatt auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Also gönnt euren Füßen was. Und wenn ihr uns auch was gönnt und uns unterstützen möchtet, dann abonniert sehr gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video und kriegt auch immer mit, was bei uns läuft, wie es sich alles bei uns weiterentwickelt. Liked, hyped, kommentiert, drückt alle Knöpfe, die ihr findet. Wir freuen uns wirklich riesig drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego! Hasta luego!